Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Ja, wie heißt es so schön? Nach der Tour ist vor der Tour und ja, ich bin jetzt gerade aus Marokko zurück und ja, bin jetzt dabei, das Motorrad wieder vorzubereiten für die nächsten anstehenden Touren und Abenteuer auch. Was ist passiert in Marokko? Was gab es für Schäden und ja, wie sind meine Erfahrungen mit dem Servicetank? Wie man hier sehen kann, läuft das Öl, oder ist das Öl seit gestern Abend hier ganz anständig rausgelaufen. Das heißt, es gibt einen neuen Ölwechsel, gibt wieder einen neuen Ölfilter. Wir werden die Achsen ziehen, schauen, wie die Lager aussehen aktuell, weil die Belastung natürlich in Marokko gerade bei der Steinwüste enorm hoch waren. Wenn man das jetzt mal sich genau anschaut, haben es die Reifen auch hinter sich. Es gibt jetzt hier einige Risse drin, die sind jetzt ungefähr 9.500 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt der C17 von Mitas. Hier nebenan steht schon der neue. Für hinten hatte ich ja den Heidenauer K60 Ranger montiert. Der hat alles in allem auch einen guten Job getan, hat die Zeit durchgehalten. Ich musste die nicht auswechseln. Der hat natürlich auch einige Cuts bekommen und ist jetzt für den Geländeeinsatz nicht mehr geeignet und natürlich auch für die Straße ja auch fragwürdig. Also wird ausgetauscht, dieses Mal gegen den Rebel Explorer 01. Also den möchte ich auf den nächsten Touren gerne mal ausprobieren. Zumindest scheint der vielversprechend zu sein, also mit einem Rating von 210 km/h. Auch ja, straßentauglich vor allen Dingen. Ja, auch bei der Hinterachse schauen wir uns natürlich die Lage an. Die Kette, ja, da ist noch der Wüstensand drauf. Ich denke mal, die wird jetzt anständig sauber gemacht, wieder neu eingefettet. Hinten sieht man jetzt natürlich von hier ein bisschen schlecht. Muss eine neue Bremsscheibe drauf, weil die ist ganz schön eingelaufen. Ich hatte ja auf der Tour die Sinterbelege und die fressen sich auch ziemlich stark ins Material. Also mein Tipp, lieber ein bisschen mehr Bremsperformance verlieren, aber dafür länger was von den Bremsscheiben zu haben. Die sind auf jeden Fall deutlich teurer als Bremsbelege. Ja, lieber nehme ich die organischen und wechsle die einmal öfter aus. Ja, was ist noch passiert? Vielleicht ist euch aufgefallen, mir fehlt hier der Kettenschutz, weil den hat es irgendwo in der Wüste abvibriert. Da ist einfach mal die Halterung, die Originalhalterung weggebrochen und ja, irgendwann war er weg. Ich habe es noch klappern gehört, habe nicht viel drauf gegeben, weil in der Wüste und im Gelände klappert irgendwie alles an der Karre, gerade mit Gepäck. Und dann habe ich abends gemerkt, der ist weg. Ja, also Kettenschutz CD, ich werde einen neuen dran bauen. Was gibt es noch? Ja, hier könnt ihr vielleicht mal schauen. Hier oben ist diese Kettenführung, also die Rolle für die Kette. Und ja, die war bei mir falsch rum montiert. Das heißt, da gibt es eine kleine Plastelippe. Wenn man das falsch rum anbaut, dann rutscht die Schaumstoffrolle einfach runter. Und das ist mir an Tag 3 passiert. Das heißt, ich habe dann von unten nach oben gebaut, beziehungsweise von oben nach unten, dass ich wenigstens ein bisschen Kettenführung hatte. Ja, was gab es noch für Schäden am Moped? Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema vom Video, und zwar meine Erfahrung mit dem Servicetank. Den hatte ich ja eigens für die Tour montiert und das war auch gut so, weil wir einige Sektionen dabei hatten, wo wir so knapp über 400 Kilometer bis an die 500 Kilometer Sprit gebraucht hätten. Und ja klar, man kann sagen, man fährt irgendwie von der Strecke runter, aber das wären dann meistens auch so Umwege von um die 60 Kilometer gewesen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also von daher lieber einen großen Tank draufbauen und dann dementsprechend auch Spaß haben auf der Tour und man muss halt die Geländestrecke nicht verlassen. Das ist zumindest meine Einstellung. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. So, ansonsten ja, die 22 Liter, das war super. Was ist mir aufgefallen? Zum einen bei der Montage, ihr habt ja sicherlich die anderen Videos gesehen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann solltet ihr auf jeden Fall euch nochmal die Videos anschauen. Ich verlinke die oben in der Ecke. Bei der Montage fällt halt auf, dass... Was ist denn hier drin, Alter, ey? Ich mache gerade Video. Achso, ja, aber ich möchte mit drauf, bitte. Kannst du, der selber kurz leise. Also jeder, der den Servicetank montieren möchte, sollte sich vorher ein paar Gedanken darüber machen und sollte das auf jeden Fall wissen. Zum einen bei der Montage, die Seitenpaneele, die passen nicht mehr 100%. Das heißt, ich musste hier mit einem Bohrer ein bisschen Material wegnehmen, sodass das Ganze hier auch wieder mit der Bohrung übereingestimmt hat. Das ist jetzt kein großes Thema, aber ja, muss auf jeden Fall gemacht werden, damit die Spannung aus den Seitenteilen rausgeht. Aber, und jetzt kommt der große Clou, komplett die Spannung kriegt man nicht raus. Man hängt praktisch die Seitenpaneele hier vorne mit ein,
Was aber dazu führt, dass im Gelände dann über einen längeren Zeitraum, das sieht man jetzt nicht so gut, da diese kleinen Halterungen wegbrechen. Ja, das ist mir auf beiden Seiten passiert. Hier sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Ja, also hier sind die Halterungen eigentlich, da ist jetzt noch, hier sind die Halterungen, da ist jetzt natürlich noch wieder Aufkleber drüber, aber normalerweise würdest du sehen, dass hier komplett das Plastik weggebrochen ist. So, das sind die Aufnahmen, die ich meine, und hier kann man es hoffentlich ganz gut sehen. Da ist es rausgebrochen. Ja, was macht man da? Keine Ahnung, gute Frage. Die Idee war erst gar nicht einhängen, aber gar nicht einhängen passt auch nicht, weil dann hättest du wieder zu viel Spannung nach außen. Also wer den Tank montiert, sollte damit rechnen, dass gerade bei härterem Einsatz da diese Halterungen vom Seitenplastik wegbrechen. Ja, braucht man die? Nee, braucht man nicht. Nicht unbedingt. Man hat ja die 3 Schrauben, damit kannst du das Ganze fixieren. Und ja, es hält auch so, aber auf jeden Fall ist das Seitenteil an der Stelle ein Defekt. Ja, kaputt sollte man wissen. Ja, was ist noch passiert? Ich hatte ja in dem anderen Video auch gezeigt, dass wir den Service-Tank hier vorne erwärmt haben, damit genug Platz besteht für den Lenkungsdämpfer von Scott. Ja, wie sich herausgestellt hat, hat das ganze Teil, der ganze Tank noch ein bisschen gearbeitet, ist weiter nach vorne gerutscht. Dann dehnt er sich natürlich in der Wüste bei der Hitze auch aus. Der ganze Tank gast ja auch. Und dementsprechend war auf einmal zu wenig Platz für den Lenkungsdämpfer, und der hat dann, ich werde da mal ein Foto noch einblenden, das sieht man jetzt jedenfalls schlecht, der hat sich dann hier leicht ins Material eingearbeitet, also so, dass ich auch gemerkt habe, gerade bei heißen Temperaturen, dass dann die Lenkung auch ein bisschen schwergängig war, und von daher musste ich den ganzen Lenkungsdämpfer demontieren in Marokko. Ja, ist halt so. Sollte man wissen, also die Kombination Lenkungsdämpfer von Scott mit der Aufnahme von Dakar Parts bzw. Carbon Fox funktioniert so einfach nicht. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Ja, Tankentlüftung. Ich habe ja den abschließbaren Tankdeckel von der Service montiert. Da ist mir halt zweimal passiert, dass der Tank übergelaufen ist. Das heißt, die Entgasung hat nicht richtig funktioniert, und gerade der Sprit, der dann vielleicht in Afrika irgendwo aus der Tiefe hochgefördert wird und dann in den Tank reingepumpt wird, selbst wenn du da noch einen Liter Luft lässt, hat das ausgereicht, damit der ganze Tank überläuft. Also ich hatte dann wirklich eine riesen Pfütze Sprit unter meinem Moped zu hängen, und das ist natürlich auch nicht so cool. Also gerade wenn man in der Wüste fährt, dann muss man halt diesen Entlüftungskanal öfter mal durchblasen. Muss man diesen Entlüftungskanal öfter mal durchblasen, sauber pusten, weil er sich sonst zusetzt und die Entlüftung nicht mehr richtig funktioniert. Wir machen jetzt mal den Tankdeckel auf. So, ich hatte mir auch von der Service dieses Sieb gekauft, und wir können jetzt mal schauen, ob jetzt durch diese Tour der Sprit irgendwie so verunreinigt war mit irgendwelchen größeren Partikeln, dass die da hängen geblieben sind. So, schauen wir mal rein. Ich glaube, ihr seht das sowieso nicht. Also wirklich nur Kleinigkeiten. Also ich glaube, man braucht jetzt keine große Angst haben, dass man sich da in Marokko so dreckigen Sprit ins Moped reinlädt, dass die Karre irgendwelchen Schaden nimmt. Ja, also von daher nice to have, aber nicht notwendig. Ja, was gab es noch für Auffälligkeiten mit dem Tank? Ja, von der Funktion her, also ich habe vielleicht von der Reichweite mal erzählt, ich bin damit ungefähr... Hier ist der Chefmechaniker, der macht hier Stress. Ja, ich bin damit ungefähr 250 Kilometer gefahren, bevor der erste Balken erloschen ist. Das heißt ungefähr 12 Liter, dann geht der erste Balken weg. Und bei ungefähr 450 Kilometer ist die Reserve angegangen. Ja, was mir dabei aber aufgefallen ist, hier ist wieder mein Chefmechaniker, ist, dass die Reserve auf jeden Fall weniger Reichweite hat als bei dem Originaltank. Also nach ungefähr, ich würde sagen, spätestens 40 bis 50 Kilometern musst du das ganze Ding wieder nachfüllen. Also nicht wie bei dem alten Tank, dass du mal so 80 bis 100 fahren kannst. Nee, hier ist auf jeden Fall deutlich weniger Sprit drin. Ich habe den nochmal nachgetankt und habe halt dann wirklich, nachdem ich damit ungefähr 50 Kilometer auf Reserve gefahren bin, maximal noch einen Liter drin gehabt. Also da muss man dann schon echt aufpassen. Ne? Also darauf kannst du dich dann nicht so stark verlassen wie bei dem Originaltank. Ja,
Also das sind die Sachen, die du auf jeden Fall wissen solltest, bevor du dir diesen Servicetank montierst. Ja, in diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat oder wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss nicht, den Burning Field Adventures Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken.